Mein Name ist Julia Gugerli. Ich bin Mexikanerin und Schweizerin und ich studiere jetzt Gender Studies an der Zentraleuropäischen Universität in Wien. Und somit habe ich natürlich sehr viel mit Gender zu tun, aber schon auch vorher. Ich habe auch bei der UNO gearbeitet und dort mit Flüchtlingen aus Zentralamerika zusammen viele verschiedene Workshops gemacht. Und jetzt auch hier an der Universität haben wir letztes Jahr auch noch einen Workshop gemacht über nicht unbedingt Männlichkeiten, aber so dieses Active Bystander, dass man das nennt. So, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so einfach, dass man, wenn man etwas sieht, also aktive Zeuge, dass man ein aktiver Zeuge ist. Definitiv, das ist sehr, sehr wichtig. Und in meiner Erfahrung ist es wichtig, weil wir können nicht nur zum Beispiel die Gewalt gegen Frauen als ein Problem der Frauen sehen, weil wenn wir wirklich die Sachen analysieren, sehen wir, dass eigentlich es meistens Männer die Täter sind. Und das führt auch dazu, dass man kritisch das ansehen muss, um zu wissen, warum Männer gewalttätig sind oder warum die Gesellschaft dem auch beitritt oder nichts macht unbedingt. Und am besten ist es natürlich, wenn man mit jungen Menschen anfängt, darüber zu sprechen. Das heißt aber nicht, dass man mit den anderen nicht reden soll, sondern eher, dass man sich jetzt vor allem zum Beispiel in den Schulen konzentrieren soll, es den jungen Männern, aber auch Frauen beizubringen, wie man sich besser miteinander verstehen kann. Ich habe in der Vergangenheit eben mit der UNO gearbeitet und dort haben wir jedes Mal auch ein Workshop mit den zentralamerikanischen Migranten gemacht. Und wir haben auch manchmal alle zusammen, also männlich und weiblich und Kinder zusammen, aber dann auch separat, weil wir hatten das Gefühl, wir müssen verschieden mit jedem arbeiten. Und mit den Männern haben wir viel darüber diskutiert, auch die Emotionen zu nennen, zu wissen, was sie sind und wie man die bearbeitet. Weil in diesem Kontext sind es natürlich Menschen, die ganz, ganz, ganz viel durchgemacht haben, die auch viele traumatische Sachen erlebt haben. Und darum ist es auch so wichtig, dass sie dann auch etwas, dass sie wissen, wie man das dann verarbeitet und mit dem umgehen kann, ohne dass es in die Gewalt rausbricht. Und zum Beispiel hier an der Universität haben wir eben so dieses aktive Zeugen-Workshop gemacht. Und der Sinn der Sache ist eigentlich zweifach. Erstens, die verschiedenen Gewalttaten zu erkennen, damit die Leute auch wissen, was als Gewalt gilt. Und darauf aufmerksam machen, damit sie es nicht machen. Und zweitens, dass, wenn sie es sehen, dass sie das auch verhindern können. Im ersten Beispiel war es die Herausforderung, so diese harten Mauer zu durchbrechen, die diese Männer gemacht hatten, weil sie es mussten auch, um zu überleben, um das zu verarbeiten können, mussten sie so harte Mauern bauen. Und das zu durchbrechen, wenn man nicht weiß, ob man dann doch eine psychologische Betreuung geben kann in der Zukunft, ist erstens sehr schwierig und zweitens auch kann auch gefährlich sein, oder? Für diese Leute. Das war die erste Herausforderung. Und die zweite, hier an der Universität oder auch an anderen Orten, wo man diese verschiedenen neuen Männlichkeiten, Kurse oder Workshops anbietet, ist es, dass meistens kommen Frauen und ansonsten kommen Männer, die sowieso schon sehr viel darüber gedacht haben oder darüber gearbeitet
haben. Und darum finde ich es wichtig, dass man solche Kurse auch obligatorisch in den Schulen gibt, weil das heißt, dass dann alle davon mitkriegen und davon profitieren und davon lernen. Ansonsten sind es einfach Leute, die das schon wissen und darum wollen sie sehr neue Informationen kriegen und so, aber wir kommen nicht zu den Männern, die es vielleicht am meisten brauchen. Es ist wichtig, auch die jungen Menschen zu erreichen, die nicht unbedingt daran interessiert sind. Es ist wichtig, obwohl man sich jetzt bei jungen Männern konzentriert, auch auf allen Altersebenen, also intergenerationally, zu arbeiten. Und zweitens wäre es sehr, sehr wichtig natürlich, dass man eine Form hat, in der man dann überprüfen kann, ob das eine Wirkung hatte. Ja, aber viele von diesen Workshops und Kurse sind halt auch so gedacht, dass sie auf lange Zeit eine Wirkung haben. Das ist halt viel, viel schwieriger zu messen. Ja, das wäre eine Empfehlung.